Nein, Ist jetzt komplett mehr, oder? nein, noch nicht. Die ist ganz leicht zum. Und einer klopft, was der und mit leichtem Ich halte leichtem den Druck. Vertrauen. Okay. Mit leichtem Druck, Jetzt? ja. Ja, ist da. Ja, sehr gut. Scheiße. Kannst du drüben schauen, ob ich den Ständer richtig einstelle? Jawohl, stehen da richtig einfüllen. Und zwar folgendes, ich zeig dir das kurz. Da liegt unten so eine schwarze Beile, so eine schwarze Distanz. Ja. Die gehören da dazwischen hinein beim Einfädeln. Hinterbei. Auf meiner Vorne Seite. drauf, genau Ja. zusätzlich drauf. Und warm. Ich bin einmal fix nicht drauf. Das ist ja klar. Da kommt vorher auf bei den Das ist not easy. Was die geschwind Hauptständer. Der Gedanke per se war eine dumme Geschichte. Geschwind. Vertrockelte Aktion. Okay. Ja, okay. Stopp das einmal. Wenn es dann fertig ist, geht's weiter. Da kannst du nachher schreiben, 3 Stunden später. Im nächsten Video steht so 3 Stunden später, sagst du noch Porträt. Also es waren erst 5 Minuten. Also Burschen, ihr seid voll auf Zug. Daniel arbeitet da für ein Butterbrot. Ich hab kein VW-Leiber noch. Das hätte ich schlecht angemacht, ja? Nein. Dann werde ich es gleich auf der anderen Seite Ja, machen. komm, bitteschön. Wieso sind da wieder 4 Abonnenten abhanden gekommen? Was? Wie viel? Ich habe heute geschaut, in der Früh waren es genau 1000. Du hast ja gestern gesagt, du hast 1004, ne? 1007 sogar. Aber irgendwie ist da empfangsmäßig. Weil da muss ich noch schauen. So. Auf mein Ding. Wir verwenden da eine hochfeste Schraubensicherung. Warum? Weil das der Hauptständer ist und der wird nicht nur einmal aufgeschraubt, so Gott will. Oder so KTM will. Nicht? Genau. Außer man baut die Reklusekupplung dann irgendwann da ein, aber Ich hoffe, da braucht man das nicht aufschrauben, weil das ist ja da heroben. Kupplung ist da drin. jo. Ich glaube nicht, dass man auf sich Kaffee essen. Ist das jetzt nicht? Und sonst die Macht werden. Die macht das jetzt selber. Was soll sich der ärgern? Warum im Meer ist das Doppelte für Ja. ein Mavic 2 Ja. ausgeben. Aber eben, siehst du, das Problem ist mit der Drohnenversicherung hin und her, der Fuß fliegen mit der. Jawohl. Ja, das ist ja Ein Federzug da montieren und dann war's. Hast du einen Federzieher oder? Gisträger, glaube ich, ja. Ich habe einen. Was du da? Nein, ich habe einen in meinem Werkzeug. Wenn's Ja, dann super. so Ja, weit doch, dann gerne, hole weil ich. das suche ich jetzt nicht lang. Wir behaupten. Ah! Naja, das holt mir jetzt alles. Versteht's aber nicht ganz. Total ohne Hand, ne? Nur das. Ich bin da oben, dass die Mobilität nicht, also mit 6,5 Stunden. Jakob, wenn du fertig bist mit dem Umbau, bist 20 Kilo leichter. Das ist richtig, ja. Scheiß auf ein Fitnesscenter. Ja, bist deppert. Ich glaube, der kann also vom Schrauber und Muskelkater haben kann. Oh ja. Premiere, erstes Mal auf dem Genau. Bravo! So. Jetzt hat das neue Baby endlich einen Hauptständer. Das tut deppert. So was Einfaches und so eine Arschaktion. Genau. So, als nächstes werden wir jetzt zu den Kofferträger machen. Wir haben hier den Original KTM Kofferträger, in dem zum Beispiel die Tourdeck-Koffer passen oder auch viele andere. Dieser klassisches 18 mm Edelstahlrohr, schön verschweißt mit den fahrtspezifischen Halterungen. Das wird seitlich so an das Motorrad geschafft, da hinten in den Heckrahmen, vorne unten an die Fußrasten. Und hinten wird eine klassische Querstrebe verbaut, damit es nicht rechts-links schwingen anfangen kann. Gut, wir werden jetzt einen Einbau machen und euch dann nachher zeigen, wie das Ergebnis ausschaut. Boah, der war jetzt gut fest. Jede Schraube schrauben sichern. Ja, ganz wichtig,
gerade beim Gepäckträger jede Schraube mit Schraubensicherung versehen. Schrauben, die man so gut wie nicht mehr löst, drückt mit einem hochfesten. Schrauben, die man wieder löst, mit einem mittelfesten Schraubenkleber sichern. Ihr werdet viel seltener Schrauben nachziehen oder verlorene ersetzen müssen. So, lala. Montage Gepäcksystem. Erste Schlacht. Wir haben jetzt von KTM den Original Gepäckträger drauf. Lässt sich wunderbar leicht montieren, ist auch deutlich einfacher wie früher geworden, ist eigentlich sehr schön zu montieren, kann man auch locker alleine schaffen. Auf dem passen dann unter anderem zum Beispiel die Touradec-Koffer oder viele andere Koffer, die einen 18 mm Rohrrahmen erwarten oder auch diverse Softbags von verschiedenen Herstellern. Ja, wir werden dann das nächste Mal noch Softbags drauf tun, dann auch Koffer, wenn es da sind, auch den Unterschied erklären, was können Softbags besser, was können Koffer besser, was ist wofür geeignet. Werden wir dann herzeigen. Und ja, dann ist das Ding jetzt einmal so für die ersten Fahrten eigentlich dann schon hübsch fertig. Wir haben jetzt hier ein kleines nettes Utensil verbaut, und zwar ein Starthilfekabel. Wozu verbaut man das? Es ist so, bei vielen Motorrädern sind die Batterien oft sehr gut abgedeckt, geschützt, gerade bei Geländemotorrädern, damit das durch Rotation die Kontakte nirgends anstoßen können. Bei der 97 ist sie sogar halbwegs gut zugänglich, inzwischen sitzt sie oben, bei älteren KTMs war die irgendwo sehr tief verbaut. Nichtsdestotrotz haben wir hier ein Starthilfekabel verbaut, das funktioniert so, dass auf Plus und Minus der Batterie ein Kabel mit einer ziemlich dicken Litze verbaut wird. Und auf der anderen Ende, also hier sieht man das, rechts und links angeschlossen, direkt an der Batterie. Das läuft dann da unten durch, und am anderen Ende hier ist so eine ziemlich gute, dichte Buchse. Und diese Buchse ist am Fahrzeug verbaut, man könnte ja von außen zugänglich verbauen, das da die nicht. Da steckt man dann das Gegenstück an und hat hier dann zwei klassische Starthilfe-Krokodilklemmen. Man kann somit von dem Fahrzeug einem anderen eine Starthilfe geben oder auch umgekehrt, ohne dass man lange die Abdeckung runternehmen muss. Das ist bei Reisefahrzeugen ganz praktisch, weil es kann recht leicht halt passieren, dass man irgendwo halt was vergisst, die Batterie ungewollt entlädt oder auch die einfach mal jemandem Starthilfe geben möchte. Dann geht es hier ohne größere Schrauben, Tätigkeiten, man kann es einfach anstecken und loslegen. Was wir auch hier verbaut haben, ist einen sogenannten Massetrennschalter. Das ist sehr was Praktisches. Das ist eine Unterbrechung der Masseleitung des Fahrzeuges zwischen Batterie und Fahrzeug. Hat den Vorteil, dass man durch Herausdrehen dieses Massetrennschalters das Fahrzeug von jeder Stromversorgung trennt. Das ist sehr praktisch, wenn man am Fahrzeug arbeitet, weil so kann man verhindern, dass man irgendwo einen kurzen baut. Es ist aber auch sehr praktisch für Transport und dergleichen mehr. Man kann sozusagen die Batterie trennen für den Transport, dass sie eben keine Stromversorgung hat, oder auch wenn man das Fahrzeug irgendwo zwischen 2 Monate einwintert, den Massetrennschalter trennen und das Fahrzeug ist ohne jeden Strom und hat keinen Verbraucher, keinen schleichenden. Ist einfach wie abklemmen, ist von nachher dann wieder fein, wenn die Batterie nicht ganz leicht zugänglich ist. Den Schalter positioniert man so wie hier, dass man jederzeit leicht herankommt. Jo. Kleiner Tipp bei den Massetrennschalter, die funktionieren nur bei Motorrädern, wo der Startstrom unter 150 Ampere ist. Das ist praktisch bei allen KTMs der Fall. Bei den älteren BMWs haut das nicht hin, die ziehen mehr wie 150 Ampere Startstrom. Da werden die dann heiß und brennen leider manchmal ab.